Heute fahren wir mit einem alten IC1 von Hannover nach Berlin. In Berlin schauen wir uns die Deutsche Bahn Premium Lounge an. Von Berlin nehmen wir die S-Bahn nach Berlin-Lichtenberg und von dort aus nehmen wir den Eurocity nach Dresden. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich eine Zugfahrt für uns vorbereitet. Ich bin nämlich gerade in Hannover und heute soll es von Hannover über Berlin Hauptbahnhof nach Dresden gehen. Aber wir machen natürlich wieder was Besonderes. Als erstes nehmen wir einen ICE in der ersten Klasse nach Berlin und dann schauen wir uns in Berlin die Deutsche Bahn Premium Lounge an. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und dann nehmen wir einen Eurocity nach Dresden. Ich bin ja gerade in Hannover angekommen. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Hannover und hier ist der Regionalexpress, mit dem ich gekommen bin. Der war wunderbar, auf die Minute super pünktlich. Und so sieht es hier aus, am Hauptbahnhof in Hannover. Ist gerade nicht so viel los. Ich stehe nämlich auf einem Gleis weiter hinten und ja, da sind gerade die letzten Züge abgefahren. Hannover, ja! So sieht es hier aus. Es ist jetzt 7:45 und wir haben noch ein bisschen Zeit. Unser Zug fährt planmäßig um 8:04 Uhr. Ja, und hier ist der Bahnsteig. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Hier seht ihr, dass der Boden geflickt wurde, aber nicht neu verfliest wurde. Naja, aber hier ist wirklich der schöne, ruhige Teil des Bahnhofes. Hier ist nicht viel los, weil hier die Langstreckenzüge hauptsächlich fahren. Und da kann man hier sehr gut warten. Da hinten fährt ein ICE raus. Wir sollen heute nämlich mit einem alten ICE 1 fahren, der modernisiert wurde. Da bin ich gespannt drauf, weil alte ICEs mag ich sehr gerne. Hier zeige ich euch schon mal unseren ICE nach Berlin. Es ist ICE 741. Und ja, das ist ein alter ICE. Und der ist minimal verspätet. Wir sollen 2 Minuten zu spät losfahren. Und ihr seht hier ist ein grüner Button bei erster Klasse. Das heißt, die ist komplett leer. Dass die erste Klasse nicht voll sein soll, ist sehr praktisch, weil ich habe mir nämlich keine Reservierung gekauft. Und ja, meistens braucht man in den ICEs auch keine Reservierung, weil die erste Klasse größtenteils sehr leer ist. Bisher hatte ich halt auch kein Pech, wenn ich gefahren bin. Mal gucken, wie es heute wird. Aber wir sehen ja das grüne Lämpchen, also sollte ich gut Platz haben. Ach, jetzt habe ich auch gefunden, wo die Informationen sind. Da, ICE 1 modernisiert, Zugnahme Memmingen. Ach, guckt mal, hinter mir steht auch ein ICE, aber der ist halt doll verspätet. Der fährt übrigens auch nach Berlin, aber den darf ich nicht nehmen, weil ich habe einen Supersparpreis gebucht und da habe ich eine Zugbindung. Jetzt seht ihr mal, wie lang der Bahnsteig ist. Der ist wirklich lang und der Zug ist auch lang. Ist schön ruhig hier gerade. Schaut mal, die Sonne begrüßt uns. Ein guter Start in den Morgen. Mittlerweile wird auch unser Zug angezeigt und er soll perfekt pünktlich sein. Da wir ein Erste-Klasse-Ticket haben, müssen wir in Abschnitt A und B. Ich stehe allerdings gerade in Abschnitt E, das heißt ein Spaziergang über den gesamten Bahnsteig. Und hier kommt gerade eine Regionalbahn. Korrektur, das ist gar keine Regionalbahn, das ist ein Regionalexpress nach Braunschweig und der wird von Westfalenbahn betrieben. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein schöner Doppeldecker. Oder wie man richtig sagt, ein Doppelstock. Mittlerweile bin ich in Abschnitt D angekommen, ist nicht mehr weit bis A. Dieser Bahnsteig hier ist richtig gut. Er ist schön breit im Vergleich zu den Bahnsteigen, wo die S-Bahn halten. Da ist es ja wirklich sehr, sehr schmal. Nun habe ich Abschnitt A erreicht und rechts neben uns ist noch ein schöner ICE 3. Den mag ich auch sehr gerne. Ein schöner Zug.
So sieht es hier aus. Hier ist wieder Ruhe angesagt. Nun möchte ich euch noch einen Überblick über unsere heutige Route geben. Wir starten in Hannover am Hauptbahnhof und dann geht es erstmal in Richtung Osten nach Berlin zum Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof in Berlin schauen wir uns dann die Deutsche Bahn Premium Lounge an. Dann nehmen wir eine S-Bahn zum Bahnhof Berlin-Lichtenberg. In Berlin-Lichtenberg steigen wir dann in den Eurocity und fahren südöstlich nach Dresden. Und hier kommt unser ICE. Und hinein. Ach, ist ja alles leer hier. Ach, nehme ich gleich den hier. Hannover, Berlin, Hannover, Berlin. Ach ne, hier ist noch leerer. Hier ist überhaupt nichts los. Oh. Ja, der ist wirklich schön modernisiert. Hammer. Und so sehen die neuen Sitze aus. Oder sagen wir, die modernisierten Sitze. Schöne Ledersitze. Die 6er-Abteile sind am besten. Schön ruhig, sehr angenehm. Nun ist es aber Zeit für Frühstück. Schüttel Kaffee. Prost auf eine schöne Zugfahrt. Der ICE möchte, dass ich interagiere. Wir brauchen anscheinend WLAN. So. Und wir sind drin. Auf zum ICE-Portal. Wir wollen ja gucken, ob wir auch ordentlich was bestellen können. Online einchecken? Nee, Strecke verfolgen nicht. Da. Gastronomieangebote. Direkt zu Ihrem Platz bestellen. Ja. Das ist nur Essen. Snacks, Snacks, Snacks. Oh Mann, die haben aber ganz schön viel im Angebot hier. Wann ist denn zu Ende? Ach, dort ganz hinten. Kaltgetränke. Das möchten wir gerne. So. Was haben wir denn? Säfte, Cola. Meine Güte, ist das teuer. 4,40 € für eine Cola. 033 Bitburger Bier. Puh, 4,20. Starnberger Hell, das klingt gut. Erdinger Weißbier, 5,20. Also irgendwas muss ich ja jetzt bestellen, ne? Wäre ja langweilig, finde ich. Ach, ich nehme das gute Erdinger Weißbier. Klick. Und jetzt möchte ich gerne auschecken. Jetzt habe ich den Warenkorb fertig. Und ich muss noch angeben, wo ich sitze. Wagen 12, Platz 85. Und in Berlin, Hauptbahnhof, steige ich aus und Bestellung anfragen. Na, lassen wir uns mal überraschen, ob es gleich ein Weizen für mich gibt. Hier scheint alles zu funktionieren. Wir sehen auch die Geschwindigkeit unseres Zuges und den Fahrtverlauf. Wir haben eigentlich keinen Fahrtverlauf, weil wir direkt bis nach Berlin durchfahren. Und mein Lieblingspunkt ist die Karte. Ja, da sehen wir uns, wo wir langfahren, gerade aus Hannover raus. Und hier sind noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Oh, was ist jetzt los? ICE-Portal möchte... Nee, jetzt wollen wir nicht. Ja, entlang der Strecke gibt es noch Sehenswürdigkeiten. Der blaue See in Lehrte ist übrigens sehr schön. Teil hat jeder Sitz ein eigenes kleines Leselämpchen und hier ist ein langer Spiegel, damit man sich nochmal frisch machen kann, bevor man aussteigt. Die Sitze finde ich besonders bequem. Hier kann man es aushalten. Aber leider fahren wir ja nicht mal 2 Stunden. Geht halt sehr schnell nach Berlin von Hannover. Ein Update. Meine Bestellung wurde entgegengenommen. Aha.
Ui, hä? Wow. Das ist mal wirklich, wirklich stark. Alter ICE, renoviert, perfekt. Daumen hoch. Ich habe ja gerade vor knapp 5 Minuten online mir ein Bier bestellt. Und schaut mal, was hier gerade gekommen ist. Da, ein Weizenbier. Also so schnell hätte ich damit nicht gerechnet. Und ich konnte problemlos mit Kreditkarte zahlen. Super. Prosit. Was im ICE in der ersten Klasse auch sehr praktisch ist, jeder Sitz hat seine eigene Steckdose. Das ICE-Portal bietet nicht nur Internet, es hat auch noch Filme und Serien, Hörbücher und Podcasts. Na, was ist los? Funktionierst du nicht? Da geht's los. Ganz viele Serien. Nun zeige ich euch, was ich bezahlt habe für das erste Teilstück unserer Strecke. Ich habe eine Bahncard 25 und der ICE hat mich jetzt in der ersten Klasse, also natürlich auch mit Regionalexpress am Anfang, 26,15 Euro gekostet. Da kann man nicht meckern, oder? Gerade fahren wir genau 200 km/h. Und so sieht das aus dem alten ICE aus. Er ist sehr angenehm, leise und ruhig. Wie ihr hört, hört ihr nichts. Mal gucken, wie schnell wir noch werden. Vielleicht schaffen wir ja später 250. Dort seht ihr es. 200 km/h. Und man kann sogar mit den Fingern zoomen. Schub. Sehr schön. Diese Karte mag ich sehr gerne. Die Sonne begleitet uns. Herrlich. Hier im Abteil haben wir noch ein paar mehr Features. Da ist einmal ein großer Lichtschalter und dann tatsächlich eine Klimaanlage oder eine Heizung. Und so sieht unsere Tür aus. Schaut mal, 250 Höchstgeschwindigkeit. Und so sehen 250 km/h aus. Der Zug ist übrigens immer noch leise. 251 km/h. Anscheinend haben wir noch ein bisschen Platz nach oben. Ah, das ist eine schöne Zugfahrt. Die genieße ich sehr. Aber ich bin auch aufgeregt, was uns denn in Berlin in der Deutsche Bahn Premium Lounge erwartet. Ich habe gerade eine Schulung bekommen. Dieser kleine Knopf dort in der Mitte, der Temperaturregler, der regelt tatsächlich die Temperatur, aber nur in 1 Grad Schritten. Das soll heißen, links sind ungefähr 20 Grad und rechts ungefähr 25 Grad. Und so sieht es hier aus. Hier ist noch ein 6er Abteil. Hier, da seht ihr die 3 Sitze. Wunderbar und gemütlich. Was haben wir hier? Da ist ein Klo. Und hier ist eine Anzeigetafel. Ja, guck mal, in Hannover sind wir gestartet. Und da hinten ist auch schon Berlin. Und 247 km/h. Oh, hier wackelt es aber. Und so sieht die erste Klasse aus, im Großraumabteil. Hier gibt es sogar noch einen Tisch. Sehr schön renoviert, wunderbar. Okay, im Großraumabteil gibt es noch ein Display. Wie sieht es aus? Oh, wir sind super perfekt pünktlich. Wunderbar. Ich habe ja keine Reservierung, aber plötzlich ist es belegt. Mit mir sitzt noch ein Herr im Abteil, der arbeitet sogar für die Bahn, der hat mir ein bisschen was erzählt, besonders über den Thermostaten. Schauen wir uns nochmal 250 km/h an. Also das ist sehr angenehm zu fahren und wir kommen halt schnell voran. Im Vergleich zu unserem ICE verlinke ich euch mal ein Video von meinem Lieblingszug. Das ist der Frecciarossa 500
aus Italien und der fährt sogar 300 km/h. Wir erreichen den ersten Halt in Berlin. Berlin-Spandau. Der nächste Halt ist schon der Hauptbahnhof, wo wir dann aussteigen. So sieht's hier aus. Und es geht schon raus. So schnell ging die Fahrt. 1 Stunde 47 Minuten. Perfekt pünktlich. Oh, das ist aber mal ein beeindruckendes Dach hier. Toll. Also, Teil 1 haben wir geschafft. Das war eine super Fahrt. Erste Klasseabteil perfekt. Lieferung von meinem Weizen auch super schnell. Und jetzt wird es für mich besonders spannend, weil wir jetzt die Deutsche Bahn Premium Lounge suchen werden. Da war ich noch nicht in Berlin. Berlin Hauptbahnhof. Also hier geht es schon mal runter. So, eine Etage tiefer. Wer weiß, auf welche Etage wir müssen. Ah, habe ein Schild gesehen. Da steht es, Lounge. Also wir sind auf Gleis 11 angekommen und jetzt geht es hier rechts lang. Ach, ist das langweilig. Da vorne ist es schon, die Premium Lounge. Schaut mal, hier ist sie schon. Haha, perfekt. Also die Premium Lounge habe ich jetzt sehr gut erreicht. Die war ja gleich einmal links vom Gleis, ne? Sehr praktisch. Aber jetzt habe ich ein Problem. Es ist so voll hier, dass überall Leute sitzen und eigentlich jeder Platz belegt ist. Und jetzt gibt es halt erstmal ein Bier, ne? Und so ist gerade mein Ausblick. Die Lounge geht über Eck. Da kann ich noch andere Blickwinkel zeigen. Und nun zeige ich euch den schönen Sitz hier in der DB Premium Lounge und mein Bier. So kann man es doch aushalten. Und da oben ist noch eine Anzeigetafel. Jetzt ist doch tatsächlich der Sitzplatz gegenüber von mir frei geworden. Und so sieht es aus von meinem Sitzplatz. Da ist nochmal der schöne gemütliche Sitz, wo ich gerade gesessen habe. Ja, hier kann man es doch aushalten. Es ist jetzt noch recht früh, es ist gerade mal 9:15. Da möchte ich noch nichts essen. Ab 11 Uhr bestelle ich mal ein bisschen Essen. Ah, unser Sitz hat sogar auch ein paar Features. Hier gibt es ein paar Steckdosen. WLAN gibt es hier natürlich auch. Machen wir mal einen Speedtest. Und los geht's. Da war ja das Internet im Zug besser. Da hatten wir, glaube ich, in der Spitze 35 Mbit. Aber sollte reichen. Sehr gut. Also um hier den Zugang zu bekommen, braucht ihr zum Beispiel ein erste Klasse Flexpreisticket. Das habe ich heute gekauft. Also das habe ich von Berlin Hauptbahnhof nach Dresden gekauft. Da fahre ich mit dem Eurocity. Und ja, dann legt man das Ticket einfach auf den Scanner und dann geht man rein und lässt es sich hier gut gehen. Schaut mal, wir sind ja gerade in Berlin, aber hier gibt es bayerische Brezeln. Die spare ich mir allerdings für später auf, weil gleich gibt es hier noch richtiges Mittagessen. Das ist der Bereich, in dem ich warte. Rechts um die Ecke, da ist dann der Tresen und noch mehr Sitzplätze und da kann man dann in die Bahnhofshalle gucken. Vielleicht können wir das nachher auch noch mal anschauen, aber gerade ist es echt schlecht. Ich bin jetzt mal rechts um die Ecke gegangen und hier sieht man den Tresen. Dort gibt es Essen und Getränke. Und hier gibt es das heutige Mittagsmenü, alles vegetarisch. Und los geht's. Mittagessen Teil 1. Deutsche Bahn Kürbiscremesuppe. Probieren wir mal. Ja, die ist lecker. Sehr gut. Ach, geht schon gleich weiter. Die Dame war so lieb und hat mir eine Lieferung gebracht. Das ist ein Deutsche Bahn Falafel-Wrap. Der Falafel-Wrap ist vegetarisch. Falafel ist Kichererbsen-Matsch. Aber er schmeckt durchaus sehr gut. Hier in der DB Lounge gibt es leider nichts mit Fleisch. Also alles nur pflanzlich. Naja, also wenn ihr euch hier auf ein Steak gefreut habt oder eine Boulette, gibt es leider nicht. Alles nur vegetarisch. Und es geht weiter. Nochmal unser Falafel-Wrap. Und hier
Sie nennen es Brownie, aber sieht für mich eher nach einem Stück Kuchen aus. Oh, der sieht aber soft aus. Hinein mit der Gabel. Jo, jo. Es ist tatsächlich ein Brownie. Ein rechteckiger Brownie, der sehr lecker ist. Wunderbar. Und da hier alles vegetarisch ist, habe ich hier nochmal ein Getreidegetränk bestellt. Das schmeckt sehr gut, ist wunderbar frisch gezapft. Was haben wir in Italien gelernt? Nach dem Mittagessen soll man einen Espresso trinken. Ich habe einen bekommen. Es ist ein doppelter oder sagen wir ein dreifacher. Na, ob das mein Herz mitmacht? Ah, oh, ja, der gibt Vollgas, der ist top, wunderbar. Für die Leute von euch, die gerne Wein trinken, ich habe auch gesehen, dass es hier auch Rotwein und Weißwein gibt. Allerdings in kleinen Flaschen und dazu gibt es ein Glas, aber sollte auch okay sein. Die Leute, die hier zu Besuch sind, da trinken echt viele Rotwein. Ja, das war mein Aufenthalt in der Berliner Hauptbahnhof Deutsche Bahn Premium Lounge. War sehr angenehm, war sehr voll. Das Personal war super freundlich und hilfsbereit. Getränke waren optimal, Essensauswahl sehr dünn. Aber egal, mir geht es gut. Ich habe eine tolle Zeit verbracht. Ich war 2 Stunden hier und die gingen ganz schnell vorbei. Übrigens, die Toiletten glänzen. Alles wunderbar sauber. Also hier kann man es gut aushalten. Und so ist der Blick, wenn man seitlich aus der Lounge rausguckt. Jetzt geht unsere Fahrt weiter. Wir wollen ja nach Dresden. Aber es gibt jetzt ein Problem. Mein Eurocity, der von Berlin Hauptbahnhof nach Dresden fahren sollte, der wurde leider gestrichen. Der fährt nicht ab Hauptbahnhof, der fährt ab Berlin-Gesundbrunnen. Und da müssen wir jetzt hin. Unsere S-Bahn fährt ab Gleis 15. Und das suchen wir jetzt. Und ihr seht, hier ist ganz schön was los. Hoffentlich finden wir das schnell. Ach, ist das langweilig. Da wird schon 15, 16 angezeigt und da rechts ist schon Gleis 15. Hier werden S-Bahnen angezeigt. Ich soll eine S5 nehmen, aber irgendwie stimmt die Station nicht. Aber gut, ich habe auch noch 15 Minuten Zeit. Gleis 15 S-Bahn. Einmal hoch. Natürlich nehmen wir die Rolltreppe. Ich habe ja Wochenende. Und auf geht's. Ein S-Bahn-Bahnsteig. Bis 9 nach Spandau. Über Zoologischer Garten. Westkreuz. Schaut euch das mal an, was hier auf dem einen Bahnsteig los ist. Nein, es hört noch nicht auf. Es geht immer weiter. Und die wollen alle nur in diesen Doppeldecker. Wow! So viele Menschen. Oh, ich habe mich vertan. Wir wollen gar nicht zu Gesundbrunnen. Wir wollen nach Lichtenberg. Und ich habe jetzt schon meine S-Bahn gefunden. Die zeige ich euch gleich an der Tafel. Da ist sie. Die S5 nach Hoppegarten. 8 Minuten noch. Geht schnell. Da kommt unsere S-Bahn. Also der Bahnhof ist ja wirklich sehr schön mit seinem Glasdach, aber es ist brutal laut. Und hinein. Ach gut. Also hier sind gerade ein ICE und ein Flixtrain eingefahren und das Glasdach sorgt dafür, dass es brutal laut ist und der ICE hat auch noch gehupt. Ja, da fallen einem schon die Ohren ab. Entdecken wir die S-Bahn. Also ich habe jetzt gefunden, wo wir lang fahren. Da ist der Hauptbahnhof. Wir fahren jetzt hier, da, über Ostkreuz, nach Lichtenberg. Und wir erreichen Lichtenberg. Ach, guck mal. Da hinten
Da ist schon unser Zug. Der Eurocity nach Dresden. Das ist schon wieder Gleis 15. Da gehen wir jetzt mal hin. Lichtenberg. Wow, wir sind ja nicht mehr genau in der Stadt, aber hier ist richtig was los auf dem Bahnsteig. Und einmal Treppe runter, bitte. Da sehen wir es schon. Gleis 15 bis Gleis 22. So sieht es hier unten aus. Müssten wir nur wissen, welcher Zug wo fährt. Ach, den nehmen wir doch. 13:07 Uhr. Hier kann man auch eine Schräge hochlaufen. Ist viel einfacher, als den Koffer die Treppe rauf und runter zu schleppen. Das sieht hier so flach aus, ist aber durchaus steil. Ah, der Zug, den wir gerade gesehen haben, ist der Zug in die andere Richtung. Der fährt zum Gesundbrunnen. Jetzt kriegt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack, wie unser Zug aussehen wird. Ich stehe schon wieder auf der falschen Seite. Die erste Klasse ist jetzt in Abschnitt B und ich stehe auf Höhe E. Da kommt er. Und die erste Klasse ist gleich vor mir. Perfekt. Und hinein. Platz 92 suchen wir. Wo ist der? 13, 15, 12. Oh, müssen wir mal durchlaufen. Das ist hier wohl eine Mischung aus zweiter Klasse und erster Klasse. So, Sitzplatz gefunden. Und so sehen die Sitze aus. Gucken wir uns gleich noch mal genauer an. Guck mal, jeder Platz hat eine eigene USB-Steckdose und eine normale Steckdose. Sieht schon ganz gut aus. Dann haben wir hier einen Vorhang und eine Ablagefläche. Ist reserviert. Und dort ist mein Platz. Leider fahren wir rückwärts. Ich habe sogar einen eigenen Mülleimer. Cool. Und seht ihr, hier ist Teppich. Nun sitze ich und ihr seht, hier kann man noch so eine Fußablage hinsetzen und ich habe ordentlich Platz. Sehr gut. Da ist noch ein kleiner Tisch. Na, komm. Ein kleiner Tisch. Und jetzt wollen wir uns mal mit der Technik auseinandersetzen. Vielleicht haben wir ja WLAN. Es sieht nach WLAN aus. CD ist nämlich der Betreiber aus Tschechien. Was passiert? Okay, nochmal draufklicken. Da seht ihr es. CD Wi-Fi.cz. Na, geht's weiter? Das WLAN will irgendwie nicht weiter was tun. Naja, aber es ist jetzt 13:07 Uhr und wir fahren perfekt pünktlich los. Und der Sitz, ja, der ist okay. Hier kann man es gut aushalten, aber es ist laut. Es sind viele Leute und viele haben noch nicht mal ihre Plätze gefunden. Ja, aber bestimmt wird es in Kürze ruhiger. Dort oben ist ein kleiner Monitor. Wir sehen hier unseren Waggon 262 und der fährt durch bis nach Prag. Wir wollen aber in Dresden aussteigen. Ich habe mal nachgezählt, die erste Klasse hier hat 21 Plätze in Dreierreihen, 7 Stück an der Zahl. Korrektur, nur die 21 Plätze, die wir hier gesehen haben, sind ein Teil des Erste-Klasse-Waggons, weil der ganze Waggon ist ein Erste-Klasse-Waggon und ich bin hier halt nur zwischen der Trennwand im letzten Stück. Insgesamt haben wir noch viel mehr Sitzplätze, die gehen bis nach dort hinten, aber die zähle ich jetzt nicht alle.
Ich habe mich schon gewundert, warum ich denn kein Bordbistro sehe. Ja, da fehlen ein paar Wagen. Wagen 263 und Wagen 264. Kein Bistro. Ich würde ja gerne irgendwas Tschechisches bestellen, aber WLAN geht nicht, Bordbistro fehlt. Mal gucken, wann der Kontrolleur kommt, ob der irgendeine Bestellung entgegennimmt. Bisher ist sehr schwach. Ein kleines Bistro gibt's. Ich kaufe mal was ein. Schade, dass ich schon gegessen habe. Die klopfen hier live Schnitzel. Das gibt's doch nicht. Das hätte ich mal probieren sollen. Jetzt war ich gerade shoppen und ich habe Gambrinus Bier bekommen. Prost. Oh, das schmeckt gut. Ich habe in tschechischen Kronen bezahlt. 97 tschechische Kronen. Ich rechne das mal um. Also 97 tschechische Kronen sind heute ungefähr 3,90 Euro. Das ist okay, weil im ICE haben wir 5,20 Euro für einen halben Liter Bier bezahlt. Deswegen Preisvorteil wunderbar. Aber was ich schon durchaus seltsam finde, ist, dass sie in einem Zug, der gerade aus Deutschland startet, tschechische Kronen nehmen. Also die Internetverbindung ist hier eine Katastrophe. Wir sind jetzt eine halbe Stunde von Berlin weg und hier geht gar nichts. Ich möchte euch nämlich gerne zeigen, wie ich das Ticket heute gebucht habe. Dann mache ich das halt später. Okay, jetzt geht das Internet wieder. Seltsamerweise fährt der Eurocity nicht mehr von Berlin Hauptbahnhof, sondern von Lichtenberg. Und wir wollen jetzt mal zur Angebotsauswahl gehen. Da ist er. Flexpreis 78,35. Ich habe noch einen Bahncard-Rabatt drauf bekommen mit 25%. Daher ist das für mich nicht so teuer. Aber mit diesen 78,35 Euro habt ihr Zutritt in die DB Lounge. Und das sehen wir hier. Da müsste es gleich kommen. City-Ticket ist drin und Zutritt zur DB Lounge. Haha, so könnt ihr das auch buchen. Also die Informationen über unseren Zug sind irgendwie nicht so ganz korrekt. Da steht kein Bordrestaurant, kein Bordbistro. Aber ich habe doch gerade was eingekauft und gehört, dass jemand einen Schnitzel klopft. Wie kann dann da kein Bordbistro sein? Also schön grün ist es hier, ja. 45 Minuten weg von Berlin. Aber der Zug ist unglaublich langsam. Gefühlt fahren wir wieder nur 50 oder 70 km/h. Als ich das letzte Mal die Geschwindigkeit gesehen habe, waren es gerade mal 48 km/h. Gerade haben sie noch mal die Geschwindigkeit angezeigt. Es sind tatsächlich wieder 48 km/h. Ganz schön langsam. Naja, dann können wir hier die flache grüne Gegend genießen. Jeder Sitz hat auch eine kleine Leselampe. Funktioniert. Wir erreichen nun unseren ersten Halt in Dresden. Dresden-Neustadt. Also der Zug ist zwar langsam, hat wenig Technik, ist aber sehr bequem. Und mittlerweile ist es auch sehr ruhig hier. Wahrscheinlich war das anfänglich nur die Aufregung der Leute, weil keiner wusste, ob er richtig sitzt. Und jetzt genieße ich die Fahrt noch. Wir haben allerdings nur noch 5 Minuten Fahrzeit. Dann war es das schon. Da war schon ein Dresden-Neustadt-Gebäude, ein sehr altes. Oh, ich glaube, das ist der Bahnhof. Dresden-Neustadt. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Man sieht hier gar nichts. Schade. Gleich ist die schöne Zugfahrt vorbei und hier sehen wir nochmal unsere Lok. Eine CD-Lok. Da ist sie. Da ist schon Dresden Hauptbahnhof. Perfekt pünktlich. Super pünktlich. Na? Klick. Boah. Geht ja tief runter hier, wa? So, wir sind in Dresden angekommen. Schauen wir uns doch mal hier kurz um. Das ist das Dach. Und so sieht es hier aus.
Da ist nochmal unsere Lok, unser erste Klasseabteil. Das ist der Bahnhof. Wow, das ging schnell. Wir sind um 7 Uhr losgefahren und jetzt ist es schon 15 Uhr. Plötzlich ist ein Tag rum. Ja, welcher Teil unserer Reise hat euch denn am besten gefallen? Ich fand den ICE 1 am besten, weil da kam nach 5 Minuten das Weizen, da hatte ich meine Ruhe. Das war für mich am schönsten. Ja, sagt mir noch mal Bescheid in den Kommentaren, was euch am besten gefallen hat. Jetzt gehen wir noch mal kurz raus und gucken uns den Bahnhof von außen an. Hier geht's runter. Da geht's raus. Hoffentlich habe ich die richtige Richtung. Das Witzige ist, ich übernachte nämlich in einem Intercity-Hotel. Hier ist noch mal eine schöne Halle mit ein paar Geschäften. Guckt euch mal an, wie cool die Dächer aussehen hier, diese Kuppeln. Richtig schön. Ja, sehr ordentlich. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Und hinaus. Wow, hier ist ja was los. Ja, hier sieht's gut aus. Da hinten ist mein Hotel. Dort vorne ist das Intercity Hotel. Und so sieht der Bahnhof von außen aus. Schon nicht schlecht, ne? Ja, ich bin am Ziel angekommen. Das ging echt schnell. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke und bis demnächst.